Was mache ich, wenn ich den Verdacht habe, mein Geschäftspartner möchte Sanktionen umgehen? Und wie kann ich das Risiko einer Sanktionsumgehung für mein Unternehmen minimieren? Setzt eure Detektivhüte auf, denn genau darum geht's in dem heutigen Teil unserer Serie zur Exportkontrolle. Wir geben hier ausschließlich Tipps. Dies ist keine Rechtsberatung und einige Elemente wurden mit KI erstellt. Detektive wissen genau, wo sie hinschauen müssen, um versteckte Motive aufzudecken. Und wir können uns die sogenannten Red Flags, also Warnsignale, zur Hilfe nehmen. Sobald eine oder mehrere auftreten, müssen wir nachforschen. Diese Warnsignale schauen wir uns jetzt an. Platz 5. Gleiche Bestellung aus einem Nachbarland. Bereits abgelehnte Anfragen wiederholen sich nun fast identisch. Gleiche Produkte, gleiche Menge, aber die Bestellung kommt plötzlich aus dem Nachbarland. Das kann Zufall sein, muss es aber nicht. Also genauer hinschauen. Platz 4. Ungewöhnliche Mengen. Die letzten Jahre kamen aus Kasachstan immer nur 5 Bestellungen, jetzt sind es 50. Auch so eine Auffälligkeit sollte genauer betrachtet werden. Und man sollte sich fragen, dürften meine Güter auch in Russland oder Belarus landen? Wenn nicht, erhärtet sich der Verdacht, dass es sich hier um einen Umgehungsversuch handeln könnte. Dieses Misstrauen sollte man haben, wenn Anfragen aus Ländern kommen, in denen es keine mit der EU vergleichbaren Sanktionen gibt. Platz 3. Ungewöhnliche E-Mail-Adressen. Unprofessionelle E-Mail-Adressen sind im Unternehmenskontext direkt verdächtig. Aber auch undurchsichtige Info-Ad-Adressen, aus denen man nicht erkennen kann, mit wem man es eigentlich zu tun hat, sollten Misstrauen wecken. Will der Anfrager alles am besten bereits gestern haben, bezahlen würde er am liebsten in bar, in Kryptowährungen oder an eine andere Firma. Und dann baut er am Telefon noch richtig Druck auf, explodiert fast, wenn es zu lange dauert. Dann sollten wirklich alle Alarmglocken läuten. Platz 2. Ungewöhnliche Verpackungswünsche. Bitte zerlegen Sie die Anlage in Einzelteile, so dass sie von mehreren Eseln über Berge getragen werden kann. Derart auffällig werden die Anforderungen wohl nie sein, aber Verpackungswünsche sollten schon zum Zielland passen. Platz 1. Verstrickte Firmenkonstellationen. Plötzlich auch mit Ehefrauen. Wenn man zum Beispiel einen potenziellen Neukunden prüft und dann sieht, dass die Firma erst auf den Mann eingetragen und dann plötzlich auf die Ehefrau übertragen wurde, oft genau zu dem Zeitpunkt, als Sanktionspakete erlassen wurden. Klar, das kann Zufall sein, aber es ist ein weiteres Warnsignal, weswegen man genauer hinschauen sollte. Es gibt noch viele weitere Warnsignale. Das BMWK hat dafür ein Merkblatt veröffentlicht. Den Link gibt es in der Videobeschreibung. Man sollte sich nur bewusst sein, Menschen, die versuchen, die Embargo-Verordnungen zu umgehen, sind nicht auf den Kopf gefallen und suchen immer wieder neue Beschaffungswege. Die beste Methode zur Absicherung ist generell ein gesunder Menschenverstand und wie ein Detektiv nicht zu gutgläubig sein, sondern ruhig mit einer Portion Misstrauen an jede Anfrage herangehen. Wie sichere ich denn mein Unternehmen jetzt ab? Wenn ich Warnhinweise habe, dann muss ich geeignete Sorgfaltsmaßnahmen einleiten, die sicherstellen, dass meine Güter nicht in Embargoländern landen. Hello? Dazu bietet sich ein Dokument an, mit dem ich mich freiwillig absichern kann, die Endverbleibserklärung. Mein Geschäftspartner muss mir schriftlich bestätigen, dass meine Ware nach meinen Vorgaben verwendet wird, also zum Beispiel keine Weiterleitung nach Russland. Sie kann das Haftungsrisiko merklich minimieren. Und welche gesetzlichen Vorgaben gibt es? Eine gesetzlich vorgeschriebene Sorgfaltsmaßnahme ist die sogenannte No-Russia-Klausel, die Unternehmen bei Ausfuhren für bestimmte Produkte in die allermeisten Länder in ihre Verträge aufnehmen müssen. Mit der No-Russia-Klausel sollen Reexporte von den sogenannten High-Priority-Gütern nach Russland und Belarus unterbunden werden. Hilfe! Ein Umgehungsversuch! Was jetzt? Sollten sich nach der eigenen Detektivarbeit stichhaltige Indizien ergeben, dass es hier wirklich nicht mit rechten Dingen zugeht, muss ich von einem Umgehungsgeschäft ausgehen und den Vorgang abbrechen. Zusätzlich muss ich alle Warnhinweise, ob ich nun meinen Geschäftsvorgang abbreche oder unter Sorgfaltsmaßnahmen weiterführe, bei den zuständigen Behörden, zum Beispiel dem BAFA, melden. Diese Hinweispflicht hat jedermann und deswegen heißt sie auch
jedermanns Pflicht. So, aber nehmen wir jetzt mal an, alle Zweifel sind beseitigt, dann kann der Detektivhut wieder abgenommen werden und der Geschäftsvorgang stattfinden. Und jetzt wird es Zeit, dass wir mit den größten Missverständnissen der Exportkontrolle aufräumen. Habe ich in meinem Unternehmen Dual-Use oder Rüstungsgüter? Und was das alles damit hier zu tun hat, darum geht's in unserem nächsten Video. Und schreibt mir in die Kommentare, wie euch das Video gefallen hat oder wie ihr das Video findet.